Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem Video. Und zwar war Timo wieder hier. Oder der war eigentlich immer noch da und hat einen zweiten Teil. Also weil irgendwie hat er einen Roller gekauft und dazu haben wir reagiert. Oder auf diesen Roller haben wir reagiert. Und dann ist er mit dem Roller hierher gefahren und davon hat er dann auch ein Video gemacht und wir reagieren halt wieder. Also starten wir jetzt mit dem Video. Es ist Montag, der 3. April und wie ihr seht, stehe ich auf unserer Crossstrecke. Es ist grau, es ist kalt und es ist echt schlechtes und nerviges Wetter. Aber zum Glück ist schlechtes und nerviges Wetter, denn es sind nur noch 3,5 Monate bis zum Macho Caracho. Das heißt, wir müssen alle noch mal unbedingt in der Werkstatt verschwinden und Roller fertig bauen, damit wir Ende Juli hier auch schön fahren können. Und einer der ersten Kandidaten, die angefangen haben, so einen Roller zu bauen, das ist Timo aus Wolfenbüttel von dem Kanal Blechgefährten. Und was der so vorhat, das schauen wir uns hoffentlich gleich an, weil er hat gesagt, er kommt hier mal vorbei. Timo, schön, dass du gekommen bist. Finde ich gut, dass du nochmal den Namen erwähnt hast. Ich habe jetzt echt wieder vergessen, wie Olli richtig heißt. Ja, dann jetzt Timo. Zweit gekauft das Ding. Also ich komme zum Macho Caracho mit dem Jan zusammen. Der Jan hat total verrückt. Und wir haben jetzt auch gemerkt, ne, da war es noch kalt. Und ich sage 3,5 Monate, jetzt sind es nur noch 1,5 Monate. Also Aufruf, noch 1,5 Monate bis zum Macho Caracho. Beeilt euch, baut schöne Roller, kommt vorbei, fahrt auf unserer Koststrecke. Stimmt. Kleiner Werbeblock. Ja. Jetzt geht's weiter. Gestern, deswegen war ich in Stuttgart. Und jetzt habe ich es auch zum ersten Mal gesehen. Da ist das Meisterstück. Wahrscheinlich total dunkel jetzt im Bild zu sehen. Eine V50. Okay, eine V50, wie wir sofort auf den ersten Blick sehen. Und da es immer noch fürchterlich kalt ist, würde ich sagen, wir laden das Ding mal aus und schmeißen es in die Werkstatt und drehen da im T-Shirt weiter, oder? Geil ist auch der Scheinwerfer vorne, muss man gucken. Sorry. Tja, wie im Wohnzimmer zu Hause riecht's hier. Direkt hier, oder? V50 beim SIP in der Werkstatt. Und ich bin gespannt, wie du das Ding jetzt zerpflückst. Wir haben eben schon festgestellt, der Gasgriff geht so gar nicht. Einfach komplett fest. Ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass der Gaszug hier schlecht verlegt ist, oder? Das muss tiefere Ursachen haben, da bewegt sich nichts. Nein, erstmal ein ganz witziger Roller. Ne? Es ist hier irgendwie mit echt Steinen belegt oder sowas. Ja, das ist ja Buntsteinlack oder so. Sieht ein bisschen aus wie Waschbeton in klein. Ne? Aber robust, oder? Das wirst du noch testen, würde ich sagen. Vielleicht sogar heute noch. Ne? Kannst du bei dem Wetter, ist eigentlich ideal. Da überhitzt der Motor nicht so schnell. Ja, nee, ich finde den ganz lustig eigentlich für das Geld. Also es ist ja mit angeschweißten Seitenhauben und dann hast du schon... Für das Geld? Was hat er nochmal gezahlt? Weiß man das? Ja, das erwähnt er irgendwo. Ich habe es vergessen. Okay. Es war irgendwie nicht teuer. Na, perfekt. Jetzt muss Als hätte er uns ne? gehört. Vielleicht gibt es auch Nachahmer, ne, die das Video jetzt sehen und vielleicht sich auch so ein Ding aufbauen. Also wenn ihr V50, PX, was eignet sich noch? PK? Nein, PK ist zu wertvoll für sowas. Das haben wir schon getestet. Nehmt einen Roller, der schmutzig werden darf, macht Cross-Reifen drauf und habt Spaß. Das ist die Kurzversion. Und tatsächlich, es geht. Also der André war ja mit seiner Cosa dabei und der ist ziemlich gut. Das hat mir jetzt schlecht verstanden. Warum war ausgerechnet der Part leise? Dass der Auspuff nicht zu tief hängt. Und der Kurs ist ja darauf ausgelegt auch, dass nicht allzu hohe Berge sind und so weiter. Also da kann wirklich jeder mitfahren. Ne? Ja. Macht ihr halt. Ihr habt eine Cosa da stehen, habe ich vorhin gesehen. Jetzt habt ihr einen Einsatzzweck für das Ding. Okay, aber du... Nico, fährst du eigentlich mit? Nee, ich muss anmoderieren, abmoderieren. Beziehungsweise bin ich, glaube ich, eher so das Maskottchen. So habe ich mir das sagen lassen. Ja, das wäre doch auch mal interessant. Wenn ihr glaubt, dass Nico mitfahren sollte, schreibt das doch mal in die Kommentare. Oder? Ja, aber ich werde nicht darauf reagieren. Ich wollte ein bisschen sozialen Druck aufbauen. Ich kann nur Ich möchte geradeaus die und fahren nicht mal das gescheit. Ich kann doch Ich glaube, du bist Naturtalent, Nico. Ich glaube, du wirst sie alle einfach in Grund und Boden fahren. Du wirst natürlich einiges an Arbeit haben. Also warum das Ding hier fest ist, weiß ich nicht. Was ganz klar ist, dass hier diese Gaszugverlegung, die kann nicht funktionieren. Das muss sich irgendwie... Das weißt du jetzt schon, oder? Ja, natürlich, weil ich selber schon einen Scheiß gebaut habe. War auch mies. Ja, Pinasco Carbon. Da dachte ich auch, ich bin so ganz genau und mache das so schön mit so einem Bogen da drüber und das ist eine Katastrophe. Funktioniert überhaupt nicht. Vor allem, wenn der einfedert, dann knickt es ja noch mehr. Der gibt Gas, wenn der einfedert. Wenn der landet, Ja. Spätere Jahre waren dann besser produziert.
ein großes Problem ist. Jetzt haben wir den besten Teil vergessen. Wir reden über das Stichwort Pinasco-Lüfterrad. Das gute Carbonlüfterrad. Das gute Carbon-Lüfterrad. Ja. Hat das eigentlich auch eine Kühleigenschaft? Oder Ja, sind das die ist sogar Lüfter dann ziemlich was gut. so- Erzähle ich jetzt auch gerade. Das erzähle ich jetzt doppelt, weil ich erzähle es im Video und jetzt nochmal den gleichen Scheiß. Das kühlt gar nicht so schlecht. Also diese Mischung aus Leistung und Kühlung ist bei den Dingern ganz gut. Kunststoffschaufeln festzuhalten, geht sofort kaputt. Auf der anderen Seite ist die Grundkonstruktion gar nicht schlecht, weil die sehr leicht sind. Die haben auch, diese Lüfter haben, haben keinen sehr hohen Widerstand. Das heißt, die Leistung ist ziemlich gut, die dabei rauskommt. Und trotzdem kühlen die ganz gut. Also diese Fins hier, diese Finnen, die sind eigentlich recht gut berechnet. Das funktioniert gar nicht schlecht. Problem ist leider, dass sich häufig hier dieser Kunststoff oder Carbon oder whatever von der Grundkonstruktion löst. Ja, du hast hier eben gerade gewackelt irgendwie. Was hast du getestet, ob das Spiel ist? Ja, ich wollte gucken, ob da schon Spiel drin ist. Ja, okay. Ich habe nämlich mal eins aus einer späteren Zeit probiert. Dachte so, cool, also das geht bestimmt, wenn ich es pfleglich behandle. Habe es draufgebaut, war auch alles super, Leistung war super, Kühlung war gut. Und ich glaube, ich bin ungefähr 3 Tage gefahren, dann war das los. Okay, 3 Tage würden aber reichen fürs Macho Caracho. Also das würde, vielleicht lass was drauf. Aber das ist keine Flytech, ne? Also keine Variable. Ne? Das ist, wie gesagt, das gibt es seit Anfang der 90er mindestens, vielleicht sogar länger. Okay, aber es muss dann eine Abdeckung drauf, damit halt die Luft auch zirkulieren kann. Ne? Also Genau, so wird das. Wer war denn das jetzt? Wer ist denn da reingekommen? Moritz. Moritz. Ja. Okay. Aber wir hatten ja die Idee mit einem Gastreactor. Ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob wir einen Commodore dazu kriegen, da irgendwie als Gast zu Das Schöne ist, wenn jemand einfach rein durfte, hat er keine Wahl. Ja. Also das nächste Mal muss man direkt. die sind verbreitet. Ne? Also man hat gesehen, der Popo ist irgendwie breiter. Ne? Haben wir eine V15? Guck mal, hier siehst du, die sind ja ist ja abgeschnitten hier drin. Ne? Da kannst du ja, guck mal, da ist sogar der O-Lack drunter, siehst du das? Du kannst, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, kannst du den O-Lack freilegen. Das ist ja super. Und dann hat er halt eine PX-Seitenhaube drauf gebraten. Und hier hat er sogar extra Laschen, da kannst du dir noch irgendwas dran. Das hast du nicht mitgekriegt, die Abdeckung? Kaninchengitter. Vielleicht ein Gitter, was mal drauf war? Nein, ein sehr schöner Roller, coole Basis für deinen Crosser, aber was mir natürlich als erstes auf... Also er hat schon wenig geschnitten, finde ich. Also er lässt viel laufen. Ja. Ja, also. Sollen wir vorskippen oder was ist da? Ja, wir haben es ja im Prinzip schon gesehen und schon mal drauf reacted. Und jetzt reacte ich nochmal im Video drauf und wir reacten nochmal auf das Video. Ja. Oder als wichtigste Baustelle sind die Reifen. Ja. Das würde ich ändern. Und ein Auspuff wäre erstmal generell nicht schlecht. Den habe ich im Auto. Wir haben noch so einen, was ist, Und der ist geil, der Auspuff. Simonini oder so dazu gekriegt, aber das ist, glaube ich, nicht Was ja der Auspuff ist ja der tiefste Punkt. Also wir sind jetzt auch ein bisschen auf dich angewiesen, Nico, weil ich habe ja schon meinen Senf dazugegeben und mir fällt genau der gleiche Unsinn ein, der mir da schon eingefallen ist. Da sagte ich, du musst jetzt sprühen quasi vor Ideen. Ja, aber es ist ja, ich wurde ja auch ein bisschen angehalten, etwas seriöser zu wirken. Noch seriöser? Ja. Okay. Weiter. Bei solchen Geschichten. Ne? Ja. Und was ich schon gesehen habe, es gibt Leute, die nehmen eine Box und braten die sich um, dass die dann unter der linken Seitenhaube hängt. Ach, dass die. Da hättest du ja genug Platz. Darf ich die mal nehmen kurz? Der Kameramann, der aktuelle Kameramann, hat er das gefilmt auch? War der dabei? Der aktuelle? Hat der, Nee, das war der andere. Bennett war das, oder? nicht, Tobi? dass wir einen Kameramann hätten, das ist ja alles Low-Budget-Production. Ja, haben wir ja, das tun einfach so, als wäre da ein Kameramann und eigentlich ist dein Handy eingespannt. Du drehst die jetzt, dann geht ja der Krümmer hier rüber. Und dann schneidest du hier durch, drehst das hoch und dann sitzt die Box hier oben drin. Okay, dann zeigt das Ding natürlich nach oben, dann dreht man das halt auch noch mal weg und dann dreht man es. Du gibst ihm jetzt die ganzen Tipps, oder was? Die ganzen Insider-Tipps. Ja, aber das war totaler Quatsch, was ich da gerade erzählt habe. PM Up and Over. PM ist die englische Tuning-Firma, Paul Melici. Und der hat schon seit Auf. Wenn man eine Large Frame fährt, ist sowieso der schönste Auspuff. Also bei einer Large Frame ist generell immer und zu jeder Zeit der schönste Auspuff ein PM Up and Over. Das stimmt. Und wenn man jetzt auch noch einen Crossroller baut, ne, dann ist der prädestiniert. Und dann kann man ja nicht irgendeine Box nehmen, sondern da muss man sich eigentlich schon ein PM Up and Over rauslassen. Ja. Dafür ist er auch gebaut worden, glaube ich. Ja, das weiß ich, glaube ich. Und für Stulis Custom-Roller. Das kann auch sein.
Ich brauche das. Ich habe tatsächlich vor Jahren mir wieder einen gekauft und habe den immer noch nicht verbaut. Oh, die Banana Custom. Ja, aber die hat so ein eigenes, kein PM. Ist das Ich finde diesen leicht schiefgegangene Form vom PM finde ich total gut. Aber die Gabel vorne ist doch verlängert, oder sehe ich das jetzt falsch? Was ist das für ein Stoßdämpfer? 2 Cosa-Dämpfer übereinander, oder was? Nee, das ist normal. Ich habe eine PX-Gabel. Ach so, das wirkt jetzt einfach so lang, weil... Da können wir jetzt nicht reingucken. Oder nee, können wir jetzt nicht reingucken. Was macht man? Macht man ein komplettes Drehzahlkonzept, dass man da irgendwie die ersten 3 Gänge voll auf Drehzahl fährt? 3 Gänge, was hat denn davor? Das wird super. Das ist voll motiviert. Die ersten 3 Gänge ausdrehen und im 4. ist dann richtig fliegen lassen. Okay. Ich glaube, das Also ein langer Vierter. schalten musst, wenn du auf dem Kurs unterwegs bist, sondern auf dem Kurs reichen im Normalfall 2 Gänge. Okay, also erster, Und- zweiter Gang. Ja, eher zweite, dritte. Zweite, würde ich dritte, sagen. ja, klar. Erste zum Anfahren, dann so über den Daumen. Ne? Und ich würde den Motor, würde ich von daher jetzt gar nicht zu viel machen. Ich würde ihn einmal öffnen und schauen, was drin ist, weil das wäre meine größte Sorge, dass irgendwas drin ist, was sich bald verabschiedet, weil dann fährst du. Ich würde den einmal öffnen. Also ist das so ein Vorschlag? Ja. So aus der Timo-Sicht rausgesprochen. Ja, das Wäre ich Timo, würde ich den. Wär ich du, würde ich das Okay. machen. Hat er das auch so interpretiert, oder? Ja, er schaut mich schon irgendwie so mit so einem... Fragenden Blick an? Nee, eher so Herzchenblick. So, ho, ich freue mich schon, wenn du den Motor für mich aufmachst. Ach so, ja, nee, das ist auch. Also er wohnt ja ziemlich weit weg von hier. Ja. Ziemlich weit entfernt von hier. Und dass ich da nicht seinen Motor öffnen kann, war ihm wahrscheinlich schon klar. Graugus Polini, oder? Graugus, ja. DR müsste draußen dran stehen, oder? Jo. Alter, eine ziemlich fette Fußdichtung von 2 mm. Ich glaube, wir finden es irgendwann noch raus, welcher Zylinder drauf ist. Sorry, Was fest? dein Zug hängt hier irgendwie. Der geht nicht weiter. Ich kann ihn Der nicht hängt irgendwo weiterziehen. mittendrin wahrscheinlich, ne? Zack. Also pauschal würde ich sagen, wer so einen Rahmencut hat, fährt auch einen Polini. Bin ich jetzt einfach so aus der Hüfte raus. Ja, nee, das ist. Also ich bin ja kein Polini-Fan, ne? Du schon, oder? Du bist. Ja, ich habe jahrzehntelang 177er Graugus Klumpen gefahren. Also war ja früher immer so entweder Polini oder Malossi. Ja, genau. Und ich war Malossi. Okay. Eher so die Drehzahlorientierte. Aber ich hatte ja damals schon Übergewicht. Jetzt kommst du mit Ich solchen musste- Weisheiten ums Eck, oder Ich hatte damals schon Übergewicht und war deswegen auf Drehmoment angewiesen. Okay. Ich musste die Masse musste beschleunigt werden und das erreichst du halt einfach nur durch Druck untenrum. Sicherheit, was da verbaut ist. Ich tippe, ich tippe lieber nicht. Aber das zieht sich wirklich so durch. Ich meine, Polini ist ja eine durchaus sympathische Firma mit guten Produkten und sowas. Aber ich war damals immer, also man musste sich ja als Teenager entscheiden, Polini oder Malossi. Ja, du musstest dich auch entscheiden zwischen Opel und VW. Es sei denn, das wurde dir in die Wiege gelegt. Also mit Vatern fand ich aber beides gut. Bis Ja, aber du findest der Polini ungefähr- nicht scheiße. Aber du hast dich halt für bis zum Malossi welchen entschieden. Jahr war Opel okay? Monza. Der Monza war es noch, ne? Danach. Der Monza war geil. Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Oder Nee, so? aber da war es eigentlich schon vorbei. Aber der Monza, der war cool und danach kam eigentlich. Aus heutiger Sicht gibt es so bestimmte, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Flanell oder whatever, Innenraumkombinationen in Beige, Braun und Bordeaux-Rot, die heute wieder irgendwie ganz lustig sind in irgendwelchen C-Rekords oder sowas. Aber Ich habe gestern auf dem Weg ins Fitnessstudio, kann man das bitte drin lassen, ja? Also Ja. Nico geht ins Fitnessstudio, massiv. Ein Porsche. guck mal, du hast ja heute auch das Polini-T-Shirt an. Hey, stimmt. Siehst du? Hey, keiner sagt was. Okay. Ein Gembala-Umbau Porsche gesehen. Und innen drin alles rot, aber Ja. sichtbar rot. Ja. Verkehrsrot. Wahnsinn. Ne, bist Aber eigentlich- Gembala, waren das die mit den Klappscheinwerfern, wo die 911? Nee, die machen immer noch, das war eine neuere Karre, diese kleinen SUV-Porsche. Was sind denn das? Ach so, die Dinger. Bei SUV. Also kein Alter, aber eben ich bin stehen geblieben, weil ich gedacht habe, Gembala habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Okay. Und dann schaue ich nochmal hin, sind das jetzt
Aufkleber und dann habe ich das Interieur gesehen und dachte, hey, mutig. Aber sagen wir so, Gemballa, also wie gesagt, wahrscheinlich auch eine sehr sympathische Firma, aber man hat Gemballa-Umbauten in den 80er Jahren gerne gewissen Berufsgruppen zugesprochen. Deswegen wahrscheinlich auch das rote Interieur. Okay. Wahrscheinlich ist es auch so ein, Also Rot Feuerwehrleute sind gerne Porsche mit Gemballa-Umbauten ja, gefahren. in dem Fall Grüße an Enzo gehen raus. Bitte? Grüße an Enzo gehen raus. Feuerwehrleute, die in einem gewissen Milieu unterwegs sind. Genau. Aber da passt ja dann heute auch das SUV dazu, finde ich. Ja, man ist ja jetzt auch SUV sind man auch- kommt in das Alter, wo man halt einfach ein bisschen mehr Sicht und gemütlicher ein- und aussteigen. Vielleicht haben wir auch einen Polini-Zylinder. Ja. Aber das erkennt man halt nicht so auf Anhieb. Ne? Sagen wir so. Früher hätte Doch, das sieht man am Kopf. Guck doch jetzt den Kopf. Warum guckt er nicht den Zylinderkopf an? Zeig mir den auf jeder Zylinderkopf. Seite 2 Überströmer, hat 3 Boostports, so kleine. Ah, dann ist der. Da steht PM. Polini Motori. Okay. Weil du gesagt hast, 3 Boostports. Ich habe an diese langen Schlitze gedacht. Ja, das ist Motorsport, Junge. DR. Oh, hier eine Kurbelwelle mit Messerpleu. Das hat man früher auch mal gemacht. Das ist voll schmal, ne? Aber der hat er mal geklemmt, ne? Ja, Guck mal, der hat eine schöne Note da oben. Ja, schon. Polini klemmt sich frei. An der Stelle, also wenn wir jetzt so ein Reaction-Video machen, können wir auch gleich mal so ein Technik-Tutorial machen. Tuning-Tipps. Ja, also ich will da keine Reklamation mehr annehmen von Leuten, die sagen, mein Polini hat geklemmt. Ja, Das muss er. das muss der. Also da fährt man grundsätzlich im 4. Gang über einen Zubringer mit der Hand an der Kupplung, 2 Finger zumindest. Und dann lasst man das Ding einmal sauber abklemmen, macht einen 2. Gang rein, rollt aus, Gang rein, fährt. Dann ist der Vollgas fest. Also, Du hast ja mehr Erfahrung als ich. ja, bin klar, mal jetzt kommen losgefahren, wahrscheinlich die haben ganzen nicht Leute, geklemmt. nee, das muss man richtig bedüsen und so. Nee, Pusteblume. Einmal Einmal richtig einklemmen. freiklemmen. Das ist, Ja. dass die Kolbenringe sich einfach in die Laufbahn einarbeiten. Ja, Und dann, ja. dann ist er auch dicht. Also er macht ja sozusagen an der Stelle, wo er thermisch sich am stärksten ausdehnt, Ja. ne, klemmt er. Es gibt Materialabrieb, danach Ja. ist da mehr Platz fürs Material, alles gut. Genau, dann hat der richtige Taschen drin. Stehbolzen. Bereich. Ein Klemmer-Tutorial könntest du machen als erfahrener Polini. Genau. Wie klemme ich den richtig frei? Was habt denn ihr da für Quadreifen geholt? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Quadreifen? Ach, das habe ich jetzt, die habe ich doch damals gekauft für den Russenhobel, weißt du noch? Und ich dachte, ich kann jetzt verklappen an irgendjemanden, weil die noch immer bei uns im Regal liegen. Auf einer V50. Guck dir das an. Ja, das Sind die geht schon. Straßen Ja, gut, zugelassen? okay. Kriegt ihr eingetragen? Junge, Schneeflocke drauf. Kannst du mitfahren? Ja, das ist Also Heidenau? wahrscheinlich Kennen würde wir. ich sogar noch was grobstolligeres wählen, obwohl das hier, wenn es nicht matschig ist, auch super ist. Okay, was anderes. Das Schöne ist halt breit, ne? dass du jetzt nicht versinkst. Hier vorne wird es halt schwieriger, ne? Da musst du ziehen. Jetzt muss ich die ganze Zeit dran denken, wer diese Porsche 911er Umbauten gemacht hat mit dem Klappscheinwerfer. War das Rinspeed? Gab es auch mal Rinspeed? Ja, das ist doch geil. Da ist hinten so einen fetten, breiten Stollenreifen drauf und vorne keinen Stollenreifen. Was sind denn so etablierte Porsche-Tuner? Ruf. Nee, Ruf hat das nicht gemacht. Aber das ist so eine schöne Frage für die Kommentare, oder? Also wenn ihr wisst, wer die Porsche 911er Umbauten gemacht hat mit den Klappscheinwerfern, bitte mal in die Kommentare schreiben. Jetzt wissen wir es bald. Ja. Jacke an. Was sagt der Regisseur? Okay. Dann nehme ich aber mein Handy auch einmal mit und renne damit einmal rüber. Ja. Du kannst vielleicht auch fahren mit dem Ding, was vorne steht, mit unserem Teil da. Okay. Ja, das ist immer offene laufe Brüche sind nicht, immer, dann fahre ich. Wie geil ist das denn, ehrlich? immer dran denken, offene Brüche sind immer spektakulär und bringen viele Klicks. Geil. Ich habe sogar meine Kombi mit. Also ich habe es gehofft, ich hätte nicht damit gerechnet, aber Okay. cool. Ja. Machen wir. Geil, dann kann ich da reinschlüpfen. So, da wird spannend. Also die nächste Folge wird dann sehr spannend, weil ich glaube, er läuft tatsächlich kurz. Bist du in der nächsten Folge auch mit dabei? Da bin ich, ja, aber ich eher so beobachten. Wir sind bis hier eigentlich relativ glücklich
und freuen uns auf das nächste Reaction-Video, wenn Timo über die Strecke läuft. Dann reagieren wir und möchten euch daran erinnern, unbedingt einschalten. Nein, Quatsch, unbedingt dabei sein, wenn es endlich soweit ist. Macho Karacha, 29. Juli Einschalten 2023. Einschalten wir bei uns. Vorbeikommen, mitfahren, Bier trinken, Spaß haben, Kaffee trinken. Nico und ich sind auch da. Nico fährt mit. In diesem Sinne. Ciao.